mein Name ist Magdalena, ich bin Pianistin und Klavierpädagogin und begrüße euch ganz herzlich. Ihr kennt es sicherlich, ihr wollt ein Stück am Klavier lernen und könnt das meiste eigentlich auch schon problemlos spielen. Jetzt ist da aber so eine fiese Stelle dabei, die einfach nicht so recht klappt, beziehungsweise für euch einfach nur in einem deutlich langsameren Tempo spielbar ist. Oder ihr übt gerade ein Stück, welches am Ende sehr schnell gespielt werden soll. Aber ab einem gewissen Tempo klingt es einfach nicht mehr gut. In diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr mit solchen technisch anspruchsvollen Passagen umgehen könnt beim Üben, um diese zu verbessern. Viel Spaß beim Zuhören! Als erstes sollte man sich fragen, ob man den richtigen Fingersatz ausgesucht hat. Oft scheitert eine Stelle aus dem einfachen Grund, dass man sich das Leben unnötig schwer macht mit einem schlechten Fingersatz. Ihr solltet also nochmal eure Fingersätze kritisch hinterfragen und euch sicher sein, jawohl, der Fingersatz passt. So, meinen Schülern sage ich immer, dass beim Üben 3 verschiedene Tempi wichtig sind. Zum einen gibt es das Zieltempo, also das Tempo, welches wir am Ende erreichen wollen. Und dann gibt es das Wohlfühltempo, also das Tempo, in welchem wir eine Passage bequem spielen können. Und dann gibt es das gerade noch machbar Tempo. Für das gerade noch machbar Tempo ist es ganz entscheidend, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie schnell man eine Passage gerade noch so spielen kann, ohne dass die Qualität darunter leidet. Manche Schüler können das von Natur aus schon gut einschätzen, viele andere brauchen aber dafür einen guten, erfahrenen Lehrer, der ihnen dabei hilft, sich eben da richtig einzuschätzen. Übrigens kann sowohl das Wohlfühltempo als auch das gerade noch machbar Tempo sehr stark variieren, je nach Tagesform. Das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie konzentriert und ausgeruht man gerade ist und auch, ob man sich vorher gut warm gespielt hat. Mit kalten, uneingespielten Fingern würde ich unbedingt davon abraten, technisch anspruchsvolle Sachen in einem schnellen Tempo zu üben. Da holt man sich sonst Verletzungen. Das ist wie beim Sport, da muss man sich auch erst warm machen. So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr warme, eingespielte Finger habt. Als erstes solltet ihr euch Gedanken darüber machen, welches Tempo ihr am Ende erreichen wollt. Ihr legt also euer Zieltempo fest. Als Beispiel habe ich hier die Wut über den verlorenen Groschen von Ludwig van Beethoven mitgebracht. Das Stück geht eigentlich von Anfang bis Schluss in einem schnellen, pulsierenden Tempo durch. Und als Zieltempo habe ich mir halbe gleich 73 herausgesucht. Ich finde, da klingt das Stück wunderbar. Jetzt zeige ich euch ein paar Übungen. Zum Beispiel könnt ihr ganz systematisch mit Metronom in etwa 5er-Schritten das Tempo allmählich erhöhen. Dabei beginnt ihr täglich beim Wohlfühltempo und endet beim gerade noch machbar Tempo. Wenn ihr bemerkt, dass ihr das gerade noch machbar Tempo überschritten habt, macht das nichts. Geht einfach wieder etwa 5 Ziffern im Metronom zurück, spielt die Stelle in diesem Tempo noch ein paar Mal und beendet die Übung damit. Als weitere Übung könnt ihr kleine Notengruppierungen nehmen. Zum Beispiel immer 5 Töne. Die letzte Note ist dabei immer lang und dient zur Lockerung des Handgelenks, damit man nicht verkrampft. Das ist unglaublich wichtig beim Klavierspielen. Ihr spielt also jede Gruppierung erst langsam und dann so entspannt wie möglich in einem sehr schnellen Tempo. So geht ihr mit allen Gruppierungen vor. Zur letzten Note machen wir immer ein Crescendo. Es ist also wichtig, die erste Note leise zu spielen. So klingt das Ganze einfach viel natürlicher und schöner. Ich habe mir das Metronom mit meinem Zieltempo angemacht, weil es mir hilft, das Tempo zu halten. Es ist aber nicht zwingend nötig, die Übungen mit Metronom zu spielen.
Wenn das jetzt mit einem Crescendo ganz gleichmäßig klappt, könnt ihr die Notengruppen verlängern, zum Beispiel verdoppeln. In diesem Beispiel spiele ich also jetzt immer 8 schnelle Töne und dann noch eine langsame Note. Auch wieder erst langsam und dann schnell. So könnt ihr die Notengruppen immer weiter verlängern. Auch hier wieder, wähle die Länge der Gruppen maximal so, dass du sie in einem gerade noch machbar Tempo gleichmäßig spielen kannst. Grundsätzlich ist es ja so, dass die ersten, zweiten und dritten Finger deutlich mehr Kraft haben als die vierten und fünften Finger. Das liegt einfach an der Anatomie der Hand. Wenn man dem nicht gezielt mit Training entgegensteuert, hat man immer wieder störende Akzente an oft unpassenden Stellen, wo sie einfach nicht hingehören. Neben vielen weiteren wichtigen Übungen gibt es da auch ein ganz einfaches Hilfsmittel. Man kann zum Beispiel die Stelle oder das Stück einfach in den verschiedensten Rhythmen spielen. Je nach Rhythmus verschiebt sich nämlich die natürliche Betonung einzelner Noten, sodass auch mal ganz automatisch ein schwacher Finger betont ist. Wichtig dabei ist, die schnellen Noten eher leicht zu nehmen und die längeren Töne dienen dann der Betonung und Entspannung. Da kann man sich wirklich die unterschiedlichsten Rhythmen überlegen. Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Eine weitere Übung ist es, wenn man immer eine weitere Note hinzufügt zu einer Passage. Ich starte erstmal mit 2 Tönen, dann 3 Tönen, dann 4 und so weiter. Auch hier mache ich aus besagten Gründen ein Crescendo und entspanne und löse auf der letzten Note. Mit viel Training, Willen und Durchhaltevermögen schafft ihr dann früher oder später euer Zieltempo. Und wenn ihr euer Zieltempo erreicht habt, könnt ihr auch mal versuchen, das Zieltempo zu überschreiten. Schaut einfach mal, wie weit ihr kommt. Wenn ihr dann zurückgeht, wieder zu eurem Zieltempo, also wieder etwas langsamer spielt, kommt euch euer Zieltempo vielleicht dann auch etwas einfacher und entspannter vor. Wenn ihr all diese Übungen macht, ist es unglaublich wichtig, trotzdem mit Ausdruck zu spielen. Es sollen also keine maschinellen Übungen sein, wo ihr einfach euren Kopf ausschaltet. Es geht ja immer darum, unser Handwerk zu verbessern, um motorisch das ausdrücken zu können, was wir bereits innerlich fühlen. Man kann leider dieses feine musikalische Gespür auch abtrainieren, wenn man nur mechanisch übt. Bitte achtet also unbedingt immer darauf, auch bei technischen Übungen immer mit Dynamik und Ausdruck zu spielen. Es gibt noch viele weitere tolle Übungen, aber das hier waren meine Favoriten. Wer noch tiefer in die Materie eintauchen möchte, für den habe ich eine Buchempfehlung in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube aber, selbst wenn man nur die hier beschriebenen Übungen macht, hilft das schon wirklich sehr und könnte dann auch vielleicht sogar schon ausreichend sein. Probiert es einfach mal aus. Ihr könnt auch gerne noch weitere Übungen in den Kommentaren ergänzen. Ach ja, ich möchte noch kurz erwähnen, dass diese Übungen natürlich nur sinnvoll sind, wenn man bereits mit den Tönen schon sehr sicher ist. Wenn man noch am Suchen ist bei den Tönen, empfehle ich erstmal nur langsam zu üben. Ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere hier mitnehmen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.